Ja, hallo, herzlich willkommen zum weiteren Video von der Röhrle Mobility GmbH. Heute stelle ich euch nochmal den 991 GT3 vor, weil wir haben heute hier wirklich ein perfektes Exemplar, meiner Meinung nach, in einer Top-Konfiguration. Sieht echt klasse aus. Und da gehen wir heute noch mal ein bisschen tiefer ins Detail, gerade was Ausstattung angeht, was die Stückzahlen angeht und allgemein über das Modell 991 GT3. So, ich glaube, man hört schon, wir sind jetzt mit dem GT3 auf der Landstraße unterwegs. Fangen wir vielleicht gleich mal an mit unserem Fahrzeug. Kurzer Überblick, ist ein 991.2 GT3, der 4 Liter Facelift mit 500 PS. Wir haben jetzt knapp 23.000 Kilometer auf dem Fahrzeug, ist in GT Silber Metallic. Die Farbe trifft eigentlich ganz gut den Spagat zwischen elegant und trotzdem sieht es auch sehr sportlich aus. Ja, zur Modellgeschichte vom 991 GT3. Der 991 GT3 ist der Nachfolger vom 997 und wurde gebaut von 2013 bis 2018. Da gab es zwei Modellreihen, einmal der Punkt 1, also das Vor-Facelift, und der Punkt 2er ist dann das Facelift-Modell. Ansonsten gab es noch die RS-Modelle, die kamen zum einen beim Punkt 1er 2015 auf den Markt, beim Punkt 2er dann 2018. Der Hauptunterschied zwischen dem Vor-Facelift und dem Nach-Facelift sind eigentlich die Motoren. Der 991.1, also das Vor-Facelift, hatte den 3,8 Liter Motor verbaut, wo auch ein bisschen bekannt dafür ist, dass der Probleme mit der Nockenwelle hat. Ja, und im Punkt 2er haben wir dann den 4 Liter Motor verbaut, der auch heute noch in den 992 zum Beispiel verbaut ist. Und es ist wirklich ein super Motor, der eigentlich so gut wie keine Kinderkrankheiten hat. Mit 500 PS auch ordentlich Dampf hat und als reiner 6-Zylinder Boxer-Saugmotor auch echt brutal viel Laune macht. Kommen wir mal zu den Stückzahlen vom 991 GT3. Da hat man wesentliche Unterschiede zum 997 GT3, also zum Vorgänger. Mal zum Vergleich, beim 997 haben wir über die komplette Baureihe, also sprich Vor-Facelift und Facelift, GT3 und GT3S, haben wir insgesamt eine Stückzahl von 7.600 gebauten Fahrzeugen. Ich zähle es jetzt mal einfach auf beim 991. Wenn wir mal mit dem Vor-Facelift beginnen, mit dem 991.1 GT3, da haben wir allein schon eine Stückzahl von 6.300 Fahrzeugen. Dann kommt der Vor-Facelift GT3 RS dazu, da wurden rund 4.500 Fahrzeuge gebaut. Und wenn man dann in die Facelift, also die Punkt 2er Modelle geht, sind wir beim GT3 bei 9.500 gebauten Fahrzeugen. Also allein hier schon ein extremer Anstieg zu den Punkt 1er Modellen. Beim Punkt 2 GT3 RS haben wir auch einen leichten Anstieg und sind dabei 4.800 Modelle. Das heißt, im Gesamten, im Vergleich zum 997, wo wir 7.600 Fahrzeuge haben, haben wir beim 991 über die komplette Modellpalette beim GT3 insgesamt knapp 25.000 Fahrzeuge, und das ist ein enormer Anstieg, und es zeichnet sich auch ab, dass hier im Nachfolger im 992 das wahrscheinlich nochmal ansteigen wird. Der 991 GT3 war der erste Porsche GT3 mit Hinterachslenkung. Das bedeutet, dass die Hinterachse je nach Geschwindigkeit mitlenkt. Das ist so, bei 50 bis 80 km/h tut die Hinterachse im Prinzip gegen die Vorderachse lenken. Das bewirkt damit, dass sich das Fahrzeug anfühlt, als hätte es ein kürzerer Radstand. Und über 80 km/h lenkt die Hinterachse dann gleich wie die Vorderachse mit. Und dadurch hat man dann eine höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, und es fühlt sich eigentlich an, als wäre der Radstand vom Fahrzeug länger und hat eben so eine höhere Stabilität. Und bei niedriger Geschwindigkeit eine höhere Agilität, heißt, das Fahrzeug fühlt sich deutlich agiler und sportlicher an.
Zur Ausstattung, wie immer beim GT3, ich glaube, wir haben es jetzt schon 100 Mal gesagt, immer wichtig, Vollscharensitze, die vom 918 Spyder, man sieht es hier, glaube ich, im Hintergrund. Dann das Liftsystem, auch immer sehr wichtig, weil die Fahrzeuge sind echt tief und wenn man das nicht hat, kommt man zweifelsfrei nicht in die Einfahrt rein und hat allgemein Probleme, auch wenn man in der Stadt unterwegs ist. Dann als nächster Punkt das Clubsportpaket. Immer wichtig, dass es eben in GT3 verbaut ist. Wenn man die 3 Sachen nicht hat, tut man sich auch immer schwer beim Wiederverkauf von dem Fahrzeug. Und wir achten eben immer darauf, wenn wir ein GT3 bei uns in Bestand kaufen, dass die 3 Ausstattungsmerkmale in dem Fahrzeug verbaut sind. Ja, wir sind jetzt hier am Kloster Kirchberg angekommen. Wirklich super schöne Kulisse und da präsentiert sich das Fahrzeug echt super. Man sieht auch schon das GT Silver Metallic, wenn man mal drauf schaut. Das ist wirklich eine Wahnsinnsfarbe, die, wie vorher schon erwähnt, so elegant aussieht, aber trotzdem so den sportlichen Markenkern vom Fahrzeug hat. Wie schon erwähnt, die Eckdaten ist einer aus 2018, noch einer ohne OPF, 22.000 Kilometer aus zweiter Hand. Ausstattung muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, Clubsportschale Lift hat er natürlich auch drin und er hat noch einige Exclusive-Umfänge, die ich euch gleich mal zeigen werde. Wir haben zum einen hier den Carbon-Rückspiegel. Innen geht es dann weiter mit den Exclusive-Umfängen. Wir haben hier drin die komplette Zierleisten sind aus Carbon. Wir haben das Porsche-Wappen in den Kopfstützen eingenäht. Das sieht auch immer ganz schön aus. Und ansonsten, was hier noch der Vorbesitzer gemacht hat, was ich persönlich extrem gut finde, ist die Sitzmittelbahn von den Sitzen hat er in Pepita beziehen lassen. Also sprich, das so angelehnt aus den 70er Jahren zu den F-Modellen und es sieht, finde ich, wirklich sehr gut aus, konnte man leider nicht bestellen, aber das sieht echt klasse aus und in Kombination mit dem Silber außen und den Pepita-Sitzen innen macht das wirklich was her. Ja, zum Zustand von dem Fahrzeug, der ist wirklich extrem gepflegt, das Fahrzeug, man sieht es auch hier vorne, gerade an den Kanten, die komplette Front wurde mit Steinschutzfolie foliert, wir haben eigentlich so gut wie gar keine Steinschläge dadurch in der Front. Auch hier hinten wurde bis zu der Kante hier oben auch Steinschutzfolie foliert, zusätzlich zu der, wo ab Werk schon drauf ist. Das ist immer beim GT3 ganz wichtig, weil die obligatorische von Porsche ist etwas zu klein und dann hat man immer Steinschläge auch hier rund um die Steinschutzfolie. Und das ist ganz schön, dass hier auch foliert ist. Ja, im Allgemeinen, wir haben das Fahrzeug auch auf der Hebebühne gehabt, haben alles überprüft und es scheint, als wurde das Fahrzeug kaum auf der Rennstrecke bewegt. Klar, ausschließen lässt sich's nie und da gehört das Fahrzeug nun mal auch hin. Aber es wurde wirklich sehr gepflegt und ich glaube, das sieht man auch auf den Bildern, dass es wirklich ein spitze Fahrzeug ist. Ja, wir sind jetzt wieder zurück im Autohaus. Wir hatten richtig Spaß mit dem Auto. Ich finde, GT3 ist einfach ein modernes Auto, da fühlt man sich einfach wie auf der Rennstrecke in dem Fahrzeug, auch wenn man nur auf der Landstraße unterwegs ist. Und ist definitiv ein Fahrzeug, wo man auch mal ein bisschen mehr im Alltag bewegen kann, wo man jetzt nicht
drauf achten muss wie bei einem 997 GT3 ist, dass der keine Steinschläge bekommt. Der kann ruhig auch mal ein bisschen was abhaben. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und bis zum nächsten Mal.